Hallo, liebe YouTuber und Radreisefreunde. Guten Morgen am sechsten Tag meiner Alpentour 2017. Heute bin ich mal wieder spät dran mit dem Frühstück. Es ist zu 9 Uhr, denn heute früh ist die Luft noch reichlich feucht draußen. Es ist ja auch schon Ende Oktober. Das Frühstück im Stella d'Oro ist diesmal besser als 2014. Auch habe ich ein besseres Zimmer bekommen. Ich glaube, ich bin bald der einzige Gast. Und das nicht nur heute. Ja, wo soll es heute hingehen? Auf jeden Fall mal in die Stadt. 2014 war es regnerisch. Da hatte ich nicht viel gesehen, weil ich gleich weitergefahren bin. Spilimbergo ist ein reizendes Städtchen mit herrlicher Höhenlage am Ufer des Tagliamento, sofern man überhaupt von Ufer reden kann. Neben der adretten und gepflegten Altstadt ist die weltbekannte Mosaikschule ein Besichtigungsmuss. Im ersten Anlauf war ich doch glatt verkehrt und, weil es ja schon auf 10 Uhr zugeht, verliere ich auch die Lust und schlage schon mal die Richtung Trient ein. Als ich mich doch an der nächsten Kreuzung besinne und einen zweiten Anlauf starte. Denn so schnell gibt es keine zweite Chance nicht. Allerdings glaube ich nicht, dass ich da so einfach rein kann. Ich habe mich im Vorfeld gar nicht informiert. Da ist sie nun, die weltberühmte Schule. Ob ich da mal reinschauen kann? Ich kann. Begleitet mich also auf einen kurzen Rundgang durch die ungeahnten Möglichkeiten der Mosaiklegekunst in dieser einmaligen Schule. Einige Werke habe ich in einem gesonderten Video zusammengestellt. Den Link dazu findet ihr im Infokasten rechts oben. Leider habe ich nur mäßig Zeit, denn es wird mittlerweile 11 Uhr und ich bin noch nicht einmal annähernd auf der Strecke. Jetzt aber los, Richtung Westen, klar. Schon 2014 wollte ich unbedingt das Flussbett der Meduna am Zusammenfluss mit der Celina ansehen. Schon das V auf der Karte lässt da Gigantisches erwarten. Beim letzten Mal hatte ich es vermasselt, aufgrund von einem Navigationsfehler. Zudem, wegen Regen, hatte ich auch keine Lust, einen zweiten Anlauf zu starten. Weiter soll es dann nach Aviano gehen und wieder westwärts. Wie bereits erwähnt, ist die Gegend gut erschlossen, sodass man meistens, sofern man nicht über die Brücken muss, auf unbefahrenen Nebenstraßen radeln kann.
Leute, jetzt ist es soweit. Ich fahre ein in das im Sommer trockene Bett der Meduna. Zum Glück ist hier nicht viel Verkehr, sonst hätte ich eine Menge Staub zu schlucken. Meine Güte, die Ausmaße dieses Schmelzwassersammelbeckens sprengt bei weitem jegliche Vorstellungskraft. In Vivaro finde ich unter der Campanile schön angelegte Bänke, die zur Mittagspause einladen. Ohne den Fahrtwind wird's mir in der Sonne allerdings ganz schön schnell warm. Das Schwemm- und Grillbecken der Selina stellt sogar noch das der Meduna weit in den Schatten. Ich meine, wenn man das nicht mit eigenen Augen gesehen hat, kann man diese Dimension so gar nicht recht erfassen. Hier ist es noch erstaunlich grün. In Aviano angekommen, habe ich noch gar keine Idee, wie ich weiterfahren soll. Ich weiß nur, es muss Richtung Westen sein. Da fahre ich doch glatt an einem Fahrradsymbol vorbei und schwenke gleich mal auf diesen Weg ein. Ich meine, ich habe FVG gelesen. Aber ich fahre ja immer ohne Navi und fester Route rum. Was mich interessiert, er geht nach Westen.
Hier bin ich allerdings schon wieder völlig abseits der Radstrecke. Ist aber nicht so schlimm, das lässt sich leicht korrigieren. Den Radweg habe ich mal wieder verloren, aber was soll's. Fährt man abseits des Radweges, trifft man zum Beispiel auf diesen idyllischen Ort. Nach Trient kann man 3 Strecken fahren, entweder über Belluno oder den Piave nach Feltre oder aber über Schio. Ich habe mich für Belluno entschieden und fahre daher erst einmal nach Vittorio Veneto. Ich halte mich dabei im Wesentlichen an den IPP-Radweg, verliere ihn aber oft wegen schlechter Wegweisung. Ich habe heute endlich mal leichten Rückenwind und so komme ich doch schnell voran. Es ist einfach herrlich, in Italien diese kleinen Verbindungssträßchen zu fahren. Man findet dort den ganzen Tag keinen Verkehr. Und natürlich ist auch die Kulturlandschaft dort unvergleichlich. Jo, liebe Radreisefreunde, ich rolle hier in das wunderschöne Örtchen Vittorio Veneto ein. Hier habe ich meine erste Unterkunft auf der Strecke vorgesehen. Es ist aber erst 3 Uhr und ich entscheide auf Weiterfahren. Die nächste Unterkunft liegt in Belluno und bis dahin ist es noch eine Strecke, etwa 30 Kilometer Luftlinie. Das kann etwas spät werden, das ist mir klar. Werfen wir mal einen Blick auf die Karte. Da sieht die Strecke im Tal des Meschius eigentlich recht harmlos aus. Auch auf der topografischen Karte erscheint das lässig rüberzugehen nach Belluno. Entsprechend widerspiegelt sich das anfangs auf der Strecke. Mal abgesehen von einem lustigen Anstieg gleich nach Vittorio Veneto. Ich komme da ganz lustig voran, auch wenn ich mich entlang der Straße halten muss. Die ist aber gerade kaum befahren. Das ändert sich aber nach Savasse krass. Da zieht es schnell auf 6% an und ich falle auf 8 Kilometer pro Stunde zurück. Naja, ein lockerer kleiner Anstieg eben. Der kleine Anstieg zieht sich nun schon eine halbe Stunde und es ist schon 4 Uhr vorbei. Langsam kriege ich Bedenken, was die noch zu fahrende Strecke angeht
und ich erhöhe ein wenig den Takt. Ja, bis zur Kirche hoch da, vorne. Das dürfte es dann gewesen sein. Leute, der Anstieg nimmt kein Ende. Und bis Belluno ist wohl keine Unterkunft in Aussicht. Jetzt wird das eng. Und ich habe keine Zeit mehr und auch keine Lust mehr zu drehen. Durch den Tunnel auf Höhe des Lago Morte kann ich wohl nicht durch. Muss also über den See ausweichen. Das kostet mich mindestens 50 Höhenmeter. Runter bin ich gleich. Rauf aber mit 6%. Und es ist schon gegen 5 Uhr. Ich mache jetzt Dampf, über 10 Kilometer pro Stunde. Zum Glück leichten Rückenwind. Sonst wäre das jetzt echt, naja, ihr wisst schon. Oh je, so wie das aussieht, muss ich noch mindestens auf den Level der Autobahn hoch. Der Anstieg wieder zur Staatsstraße hoch zieht sich. Und bei 8 bis 10% Steigung muss ich wieder auf 4 Kilometer die Stunde runter. Ich pfeife jetzt aus dem letzten Loch. Endlich bin ich oben auf dem Level der Autobahn. Es müsste jetzt endlich wieder runtergehen. Von wegen. Immer rauf bei 6 Kilometer die Stunde. Da komme ich im Dunkeln an. Die Autobahn hat so mancher Herberge auf der Strecke das Rückgrat gebrochen. Nach 2 Stunden und etwa 400 Höhenmeter habe ich nun endlich doch den Sattel erreicht. Es ist schon 5 Uhr vorbei und an Ausruhen ist gar nicht zu denken. Anschließend düse ich auf der SB 423 zum See runter, was der Gegenwind erlaubt. Dann schwenke ich wieder auf die Stadtstraße ein und gebe weiter Gas. Ah, la mia bella Italia. Hier gibt es 2 blaue Verkehrszeichen nach Belluno. Entscheide ich mich mal für die linke Seite. Ich hab's echt eilig. Bin fast 30 Sachen schnell und im Kopf zu langsam. Ja, da stehe ich jetzt, ziemlich dappert, mitten auf der Autobahn. Zum Glück fuhr da so gut wie kein Kfz. Da kam ich locker in der Gegenrichtung wieder runter und fädelte dann die richtige Ausfahrt aus dem Kreis ein. Ich kam dann noch ein wenig in den Feierabendverkehr, den ich aber frech auskurfte und mich bis Belluno durchmogelte. An der historischen Brücke gab es sogar ein passables Hotel. Das wäre dann meine Alternative gewesen. Ich fand aber nach einer kurzen Suche auch die geplante Unterkunft, eine Ferienwohnung, die auch zum Glück noch zu haben war für diese Nacht. Immerhin war es da schon 6:30 gewesen. Ich ging noch in den nahen Supermarkt, um mich mit Nahrung einzudecken. Anschließend die notwendige Planung für morgen. Das Eis, das ich mir hier mit Blick auf die wunderschöne Kirche genehmige, schmeckt hervorragend. Und das hat auch seinen Grund. Dazu aber morgen mehr. Vittorio Veneto ist wirklich ein reizendes Städtchen. Es wäre wohl besser gewesen, hier länger zu verweilen.